Hallo zusammen, ihr steht wahrscheinlich gerade vor dem Problem, dass ihr gern in eurem Passat das Radio ausbauen, austauschen würdet. Ja, man sieht schon, hier muss man einmal die Blende entfernen, einfach mit einem Plastikkeil an der Unterseite links und rechts einhaken, weil links und rechts sind auch solche, Nasen, die sieht man gleich nochmal. Danach kann man ruckartig mit der Hand die restlichen Nasen lösen. Genau, hier sieht man nochmal, wo die sind. Also sprich, wenn an einer Stelle die Nase einfach nicht rausgeht, auch nicht beim ruckartigen Anziehen, dann einfach da nochmal mit dem Plastikkeil drunter. Genau, wichtig, wie gesagt, ruckartig anziehen, nicht mit immer stärker werdender Kraft anziehen, weil dann bricht gerne mal was ab. Für solche Tipps auch gerne mal in die Beschreibung schauen, da haben wir einige Sachen zusammengefasst. Ja, hier sieht man noch einen Stecker für die Airbag-Lampe. Da muss man links und rechts die Plastiknasen quasi betätigen, damit er dann entrastet und rausgezogen werden kann. Hier auch ganz wichtig, nicht die Zündung jetzt anschalten, weil kann gut sein, dass dadurch ein Airbag-Fehler entsteht, den man erst löschen muss und der nicht durch die normalen Fahrzyklen wieder weggeht. Ja, hier hat man die 4 Schrauben. Das Ganze ist 20er Torx. Die sieht man, denke ich, ganz gut. 2 links, 2 rechts, die kann man rausschrauben. Und dann ist das Radio locker. Das kann man dann einfach hier nach hinten, also nach außen, draußen ziehen. Und dann merkt man relativ schnell, man kommt hier an die Rückseite nicht so gut hin. Also die Kabelführung ist beim Passat etwas kurz. Ist vielleicht nicht bei jedem so, aber hier ist es so. Ich versuche mal hier den Quadlock-Stecker zu zeigen, also den ganz normalen Stecker vom Radio. Das andere sind ja Antennen und so weiter. Ja. Der wird so geöffnet, dass er hier einen Bügel hat. Der Bügel hat auch eine Führung, das heißt, wenn man den Bügel betätigt, dann schiebt sich der Stecker rein oder raus. Der Bügel ist aber auch nochmal gesichert mit hier diesem Plastik, wo mein Daumen gerade drauf drückt. Also man muss hier mit dem Plastik den Bügel entriegeln und dann den Bügel nach hinten betätigen und dann löst sich das und dann hat man das Radio auch schon draußen. Genau. Für weitere Anleitungen zum VW Passat gerne auf unserem Kanal vorbeischauen. Wir haben eine ganze Playlist mit einigen Videos gemacht.